Wenn ich mir die Zukunft vorstelle und vielleicht mal 5 bis 10 Jahre vorausblicke, dann würde ich mir wünschen, dass der Mobility Data Space ein integraler Bestandteil eines europäischen Datenraums für die Mobilität ist. Das Alleinstellungsmerkmal des Mobility Data Space ist, dass er ein fairer Datenmarktplatz ist für alle Akteure der Mobilitätsdomäne. Und das bedeutet, dass ich als jemand, der Daten benötigt, zum Beispiel für einen neuen Mobilitätsdienst, ein großes Datenangebot finde auf dem Mobility Data Space. Ich kann mich sozusagen durch einen Katalog durchsuchen und eben die Daten finden, die ich für meinen Dienst brauche. Und auf der anderen Seite ist es für Datengeber, die also Daten anbieten wollen, ein super Anlaufpunkt, weil ich einfach viele Nutzer habe, die Daten brauchen. Also es kommen Angebot und Nachfrage für Daten in der Mobilität zusammen. Die Vorteile für den Nutzer sind darin begründet, dass es sehr einfach ist, sich an den Mobility Data Space anzuschließen. Man braucht ein kleines Stückchen Software, eine Gateway-Funktionalität, den sogenannten Connector. Dieser Connector basiert auf der Spezifikation der International Data Space Association und erlaubt es einem sehr einfach, einerseits Datenquellen anzubinden, wenn ich Datengeber bin am Mobility Data Space, beziehungsweise auch Daten zu beziehen, wenn ich also Datennutzer bin. Darüber hinaus ist ein weiterer Vorteil dieses Connectors, dass er im Open-Source-Verfahren entwickelt wird, über ein Eclipse-Projekt, wo jeder sich beteiligen kann, wo jeder mitmachen kann und vor allen Dingen auch, wo jeder den Code nachlesen kann. Also man weiß, was die Software mit den eigenen Daten tut und kann sich letzten Endes noch mehr darauf verlassen, als wenn das eine geschlossene Software wäre. Es gibt grundsätzlich keine wirklichen Showstopper, um beim Mobility Data Space mitzumachen. Man muss sich den gemeinsamen Grundsätzen verpflichten, dass man sich an die Regeln hält. Das ist ein bisschen so, wie wir das immer tun, wenn wir auf die Autobahn fahren. Wir verpflichten uns damit ja auch, dass wir uns an die Straßenverkehrsordnung halten. Und das ist in unserem aller Interesse. Darüber hinaus ist es rein technisch gesehen relativ einfach. Wir haben eine Komponente vorgesehen, die wir den Connector nennen. Und über den Connector kann man dann sich anschließen an den Mobility Data Space, aber, und das ist wichtig, auch an andere Datenräume, die beispielsweise in anderen Ländern gerade aufgebaut werden oder die für einen Teilnehmer, der jetzt einerseits vielleicht in der Mobilitätsbranche sehr aktiv ist, aber vielleicht auch in anderen Bereichen, also zum Beispiel in der Automobilproduktion unterwegs ist, dann genauso genutzt werden kann. Und das ist ganz wichtig, dass wir aus dem Zusammenspiel der einzelnen Datenräume faktisch dann in Summe eine Art Softwareinfrastruktur für den europäischen Binnenmarkt sogar schaffen, der dann so attraktiv ist, dass vielleicht die Konzepte, die wir dort verwenden, nämlich Datensouveränität, Interoperabilität und Portabilität, sich auch außerhalb der Europäischen Union durchsetzen. Ich bin da ganz zuversichtlich, denn ich glaube, das, was häufig mit europäischen Werten im Umgang mit Daten bezeichnet wird, ist durchaus auch etwas, was attraktiv ist für Akteure außerhalb der Europäischen Union.